Freunde des Autofahrens, was läuft? Wie ihr seht, bin ich abseits der Straße unterwegs, abseits der befestigten Straße vor allem. Und ich bin richtig unpassend angezogen, es macht aber nichts. Ich bin nicht alleine. Schaut mal hier. Ja, Volvo XC60, schwedisches Premium-SUV, Plug-in-Hybrid mit satten 410 PS hinter dem Kühlergrill da. Topmodell der Reihe. Das verspricht richtig Laune zu machen. Ich freue mich richtig drauf. Ja, genau. Hier fühlt er sich auf jeden Fall schon mal richtig wohl. Vielen Dank aber auf jeden Fall an das Autohaus Häse aus Wiesbaden, die uns den Schweden hier zur Verfügung gestellt haben. Und ihr seht schon, er ist ein bisschen dreckig geworden. Ja, naja, aber auf jeden Fall, wie gesagt, vielen lieben Dank an das Autohaus Häse aus Wiesbaden. Wir haben den jetzt für ein paar Tage. Sehr, sehr nett. Und in den paar Tagen schauen wir uns mal an, wie ist das denn Offroad genau mit dem? Hält der, was der Schwede verspricht? Und wie ist das Onroad mit dem? Wie ist das im Alltag mit dem Plug-in-Hybrid? Die schaffen ja so 30, 40, 50 Kilometer. Schauen wir uns dann alles mal an. Autobahn, Landstraße, das Übliche. Von daher viel Spaß mit dem Video. Haut rein, jetzt gibt's erstmal was auf die Augen. You're not fooling me, not fooling anyone. Got your head in a cloud, so delusional. In an ocean of all this emotional. Best be sure, I'll be looking for something So Freunde, wir schauen uns jetzt das Auto mal von außen an. Ich habe ja schon gesagt, dass ich das Auto insgesamt ziemlich hübsch finde von außen. So schön. Das Team für heute, die gute Verarbeitung und alles fängt schon beim Schlüssel an. Bisschen gewöhnungsbedürftig, dass die Knöpfe auf der Seite sind. Machen wir mal auf. Ja, genau. Von vorne hat er den Blick von seinem großen Bruder mittlerweile, XC90. Sieht nicht so aggressiv aus, aber passt einfach. Wenn wir zur Seite gehen, haben wir hier für die Steckdose ansonsten ein ziemlich großes Spiegel. Und von hinten sieht man eindeutig, da hat er was von dem V60, von seinen Kombi-Verwandten. Von der Seite schon ein relativ großes Auto. Kommt schon ein bisschen Schiffgefühl auf. Machen wir mal einen Blick unter die Motorhaube, denn da ist was ziemlich Interessantes, was ziemlich Volvo-üblich ist. 410 PS kommen nämlich daher, dass hier vorne ein Vierzylinder-Benziner mit 2 Litern Hubraum, Turbo und Kompressor aufgeladen arbeitet. Und dass wir einen Hybridmotor haben. 320 haben wir durch den Verbrenner und hinten noch 89 durch den Elektromotor. Leise ist er, drehfreudig ist er, 234 Höchstgeschwindigkeit hat er. Und du kommst ziemlich gut aus den Startlöchern dadurch, dass du unten den Kompressor hast, oben schaltet sich der Turbo zu. So, setzen wir uns jetzt ins Auto mal rein. Da erwarten uns Ledersitze, die relativ gemütlich aussehen. Und ich kann sagen, sie sind gemütlich. Natürlich ein digitales Cockpit. Das zentrale Display. Und ein richtig nicer Mitteltunnel, finde ich. Für die Design-Variante haben wir hier den Kristall-Wählhebel. Fühlt sich auch nice an und leuchtet nachts sogar. Ansonsten den Volvo-üblichen Start-Stopp-Knopf, Drive-Mode-Schalter und eine Menge Möglichkeiten, was abzulegen. Alter, da will ich hier die Ablagemöglichkeiten zeigen. Da ist Banane im Cupholder. Da passt eine ganze Banane ins Ablagefach. Also, da ist eine Banane im Cupholder. Ihr seht, da passt eine ganze Banane in den Cupholder. Praktisch, weißt du, was passen sogar 2 rein. Genau, also wir haben hier vorne Cupholder, 12 Volt Anschluss über Zigarettenanzünder. Guten Appetit. Ansonsten viel Platz, es ist mega gemütlich. Man fühlt sich hier direkt wohl. Ansonsten hier noch eine Ablagemöglichkeit, wo wir die GoPro, eine Halterung, eine Maske und ein paar Kabel drin stecken haben. Schalter, elektrische Handbremse, Autohold, alles da. Das Highlight vom Infotainment ist ja die Bowers & Wilkins Anlage in diesem Auto hier, Freunde. Da wurde für ganz viel Geld eine richtige Bowers & Wilkins eingebaut. Die macht ordentlich Lärm. Guter Übergang zum Infotainment-Display, beziehungsweise zum Infotainment. Also Motor macht ihr uns einfach an, auf die Bremse treten. So, und dann geht's schon los. Es wird geladen. So, genau. Also Infotainment ist das Einzige, beziehungsweise das Display und die Bedienweise ist das Einzige, was mir nicht so ganz gefällt bei dem Auto. Ich finde nämlich, dass das ein bisschen eingestaubt wirkt und nicht so ganz geordnet alles.
Das hätte man ein bisschen besser machen können. Es ist grafisch nicht ganz so ansprechend. Bisschen verschachtelt, um ein paar Sachen zu finden. Also zum Beispiel, wenn ich mein Ambiente-Licht einstellen will, muss ich erst so in die Einstellungen. MyCar, Leuchten und Beleuchtung, Innenleuchten. Dann kann ich was fürs Ambiente-Licht einstellen. Und ist ein bisschen aufwendig, finde ich. Ansonsten versucht sich die Bedienweise an der eines Smartphones zu orientieren. Aber ist nicht ganz so gelungen. Wie gesagt, sieht ganz so schön aus. Hoffentlich gibt es da bei den nächsten Facelifts ein anständiges Upgrade. Das zentrale Instrumentendisplay sieht wunderbar aus. Die Bedienung erfolgt eigentlich relativ intuitiv übers Lenkrad. Apple CarPlay hat es an Bord, Android Auto auch. Das funktioniert alles wunderbar. In diesen Sitzen sitzt man wunderbar, denn ihr habt eine Lenkradheizung, ihr habt eine Sitzheizung und ihr habt eine Sitzklimatisierung. Das ist richtig nice. Wenn es dann mal richtig warm wird im Sommer, ist das richtig angenehm. Machen wir gerade wieder aus. Ansonsten könnt ihr euch nämlich auf diesen Sitzen auch massieren lassen. Genau, ansonsten habt ihr sehr viele Einstellmöglichkeiten. Also sehr bequeme Sitze. Man sitzt vorne wirklich wunderbar. Und ansonsten ist die Bedienung des Autos relativ intuitiv. Genau. Wie sitzt man hinten? Da gehen wir jetzt mal hin. So, also hinten sitzt man in der Tat wunderbar. Man hat richtig Platz und richtig hier. Das ist ein Langstreckenauto. Mehr gibt es eigentlich zu sagen. Komfortabel ohne Ende hinten. Die sitzen nicht nur in Mittelarmlehne, sondern hier auch richtig mit ausfahrbaren Cupholdern. Das kann man wieder hochklappen und hat natürlich dann einen 5. Notsitz hier. Ihr habt hinten eine Sitzheizung. Natürlich ist hinten auch Bowers & Wilkins Soundsystem verbaut. Kopfstützen sehen angenehm. Also ich finde, man hält es ja auch richtig lange aus. Das ist ein richtiges Langstreckenauto. Der Kritikpunkt an dem Auto hinten ist noch, dass das Ladevolumen nicht besonders groß ist. Machen wir den Kofferraum auf. So, und ihr seht, sehr viel Platz ist da nicht. Haben jetzt hier ein bisschen Equipment hinten drin, Jacken. Drunter ist jetzt nämlich nur noch Kabelset fürs Aufladen vom Auto. Abdeckung habt ihr. Aber ansonsten ist hinten nicht so viel Platz. Das geht ein bisschen besser, ist aber vermutlich auch der hinten eingebauten Batterie bzw. dem Antrieb hinten geschuldet, der elektrisch ist. Freunde, XC60 Offroad, darauf habe ich mich richtig gefreut. Aber weil ich mir dachte, das ist ein bisschen langweilig, wenn ich das nur mit dem XC60 mache, habe ich mir noch einen passenden Gegner gesucht, der zufälligerweise direkt in der Familie liegt. Und zwar das Auto, auf dem ich fahren gelernt habe. Mitsubishi Pajero Classic 2002er Baujahr. Mit meinem Vater als Fahrer. Ich habe mir mal gedacht, wir machen einen Vergleich gegen das, was man 2002 ein SUV genannt hat und gegen das, was man 2020 ein SUV nennt. Zu den Zahlen: 116 PS, 2,5 Liter Turbodiesel gegen 410 PS Benziner mit Elektromotor, Plug-in Hybrid. Ich würde mal behaupten, On-Road ist der Volvo ein wenig überlegen. Nur ein wenig. Ich schaffe 235. Wer braucht das? Aber Offroad bin ich mal richtig gespannt, ob so ein moderner SUV mittlerweile in einem Geländewagen irgendwie das Wasser reichen kann. Ich freue mich richtig drauf. Viel Spaß. You're not fooling me, not fooling anyone. Got your head in a cloud, you're delusional. In an ocean of all this emotion now. Best sure, I'll be there when you're looking for. Egal was ich versuche, dieses Auto hat wahnsinnig viel Traktion. Das ist echt heftig, ne? Also diese 410 PS sind irgendwie immer da, selbst im Matsch, und wir fahren auf Straßenreifen. Props an Volvo. Nice. Wirklich nice. Was man gesehen hat, ist, kommen beide relativ gut durch den Matsch, ne? Kurze Anmerkung, bei diesem Video werden keine Autos verletzt, es kommen keine Autos zu Schaden. Das ist hier lediglich Matschwasser, wir sind durch 2-3 Pfützen gefahren und bei den Autos geht's wunderbar. Also wir kommen beide gleich gut durch den Matsch. Ich komme vielleicht ein bisschen komfortabler dadurch, aber ich glaube, beim nächsten Vergleich schneidet mein Vater ein bisschen besser ab. Willst du mal anfahren? Schauen wir uns nämlich jetzt mal an, wie das mit Verschränkung und Bodenfreiheit ist.
Das ist einfach nur solide, robuste Technik. Perfekt. Okay, also wie ihr seht ihr unten ist noch so stellenweise gefühlt ein Meter Platz. Also, ich denke Bodenfreiheit und Verschränkung geht ohne weiteres von einem wunderbaren Pajero Classic. Mein Vater könnte noch hier rauffahren und das Auto würde nicht aufsetzen. Nice. Und das, Freunde, ohne Luftfahrwerk. Nice. Dieses Auto hat mehrmals die Rallye Paris-Dakar gewonnen. Also, ich glaube, das ist solide Technik, die einfach nicht kaputt geht. Wie viele Kilometer? Jetzt haben wir 180, 181.000. Er läuft wie am ersten Tag. Er läuft wirklich wie am ersten Tag. Ja. Wird ja auch gepflegt, ne? Ja. So viel zu unserem Mini-Offroad-Einblick. Da ist natürlich kein kompletter, richtiger Offroad-Test. Wir hatten keine großen Steigungen, keine großen Abfahrten, keine großen Bodenunterschiede. Aber ich denke, das hat man für einen kleinen Einblick gelangt. Vor allem, was der da drauf hat. Also wirklich Props an Volvo. Die haben wirklich mit einem Offroader gebaut. Der kann auf jeden Fall im Gelände mit einem richtigen Geländewagen, mit so einem richtig kernigen Geländewagen mithalten. Aber eins muss man sagen, ich denke, der Charakterpunkt geht definitiv an das Auto. Charakter geht an den Pajero, aber er kann absolut mithalten. Auf jeden Fall danke an dich, Papa, dass du das hier mitmachst. Genau, so viel zu unserem kleinen Offroad-Test. Danke an beide Autos. Jens sieht so aus, wie er aussieht. Weil er geguckt hat, dass die Pfütze nicht zu tief für das Auto, für die Autos ist. Und ich denke, für Jens gibt's ein Special Thanks. Toll schaust du aus, Bub. Ich will einfach nur duschen. Ich will einfach nur duschen, ja. Also, boah, ich sehe auch echt schmutzig aus. Ich fühle mich echt dreckig. Mann, fühle ich mich dreckig. Ich hoffe, wir hatten Spaß mit dem kleinen Offroad-Test. Lasst ein Like da, wenn ihr wollt, dass wir das häufiger machen und vielleicht mal auf einen richtigen Offroad-Steck und vielleicht mit noch krasseren Offroadern. Dann machen wir das für euch. So darf ein Auto aussehen, nachdem man nur Offroad unterwegs war. Aber genau, wir gehen das Auto jetzt sauber machen. In so richtig freshen Zustand. Bis gleich. Maske. Corona, dies, das. Jetzt wird das Auto sauber. So, Platinwäsche. Jens Bankkarte hat sich einfach dort runter. Ist einfach verschwunden. Pass nur auf, dass die nicht noch verschwindet. Update zum Kabelproblem. Update, es ist immer noch drin, aber nachdem wir gerade ein bisschen gegoogelt haben, wissen wir, es gibt eine relativ schnelle Lösung dran zu kommen, aber das werden wir jetzt auf keinen Fall machen, muss irgendwelche Teile der Seitenverkleidung abschrauben. Ich glaube, da fragen wir dann nochmal freundlich bei Volvo, wenn wir das Auto zurückgeben. Nice. Aber keine EC-Karte, Schnubi.
Leute, wie ihr seht, das Ding geht richtig ab. Jetzt ist der E-Motor zwar wieder vollkommen leer, aber auch so schieben die 310 PS ganz schön an. Und ich finde, er hat einen geilen Klang. Ich finde, er hat wirklich einen geilen Klang. Untenrum der Kompressor, man bekommt die mit, obenrum der Turbo. Das macht richtig Laune. Klingt schön. Und wenn du willst, hast du hier einfach richtig Power drin. Da geht der Laden richtig gut ab. Das Problem ist natürlich der Verbrauch. Sobald ihr hier so schnell fahrt, dann seid ihr auch ganz schnell bei einem Verbrauch von seitlich der 20 Liter. Aber ich mag absolut den Klang von diesem Auto. Absolut. Können wir mal einen Leerlauf. Hat schon so ein bisschen was von einem Sechszylinder Diesel die Richtung. Aber also wie gesagt, er schiebt richtig fein an. Wenn der Elektromotor sich dazu schaltet, sind wir in 5,5 Sekunden auf Landstraßentempo bei 234, 235 Höchstgeschwindigkeit. Der Vortrieb hier macht richtig Laune. Aber er stachelt eigentlich immer dazu an. Also das Auto ist auch durchaus zum angenehmen Gleiten gedacht. Es ist dafür absolut geeignet. Und er will auch nicht immer. Also, wie gesagt, der stachelt dich nicht einfach dazu an, dass du ständig Vollgas gibst. Also wenn man es mal eilig auf der Autobahn hat, wenn man die volle Leistung mal braucht, ist der auch absolut für einen da. Und da ist die Automatik da. Also die Schaltcharakteristik verändert sich im Sportmodus extrem. Liegt auch satt in der Kurve. Und diese Bremsen, alter Schwede. Wie die dich festhalten. Das Auto steht aus 100 km/h, 35 Metern wieder. Was ein absoluter Top-Wert ist. Das, was ich gerade auf der Autobahn gesagt habe, gilt analog natürlich auch für die Landstraße. Der liegt ziemlich agil für sein hohes Gewicht von über 2,1 Tonnen in der Kurve. Natürlich auch durch den veränderten Schwerpunkt wegen den Hybridkomponenten. Ich wollte euch hier mal zeigen, wie das ist mit so einem Plug-in-Hybrid. Also, wir haben den jetzt einmal bei Jens zu Hause an der Haushaltssteckdose aufgeladen. Dafür gibt es von Volvo einen passenden Adapter direkt mit. Den findet ihr hier im Kofferraumboden quasi. Hier ist er, so ein Adapter, die Haushaltssteckdose, Trafo und dann hier der Stecker fürs Auto. Und anschließend tut ihr den Stecker dann hier vorne rechts am Auto. Da wird einfach drauf gedrückt, macht die auf und da ist dann der Anschluss für den Stecker. Genau. Aufladen, wie lange dauert das? Also merkwürdigerweise war das so, dass wir den angeschlossen haben und er hat uns erstmal angezeigt, aufgeladen in 4 bis 5 Stunden. Als ich zwischendurch geguckt habe, war es dann nochmal 2 Stunden später. Aber dann habe ich den schon nach 3 Stunden abgesteckt und der war fast voll, sage ich jetzt mal. Genau so. Das war... Wir hören Jaguar-Motor, nur mal so kurz am Rande. So wird man doch gerne wach. Was habe ich gesagt? Genau, also wie ist das mit der Reichweite? Effektiv sind bis zu 40 Kilometern drin, was jetzt erstmal nicht viel klingt, aber es ist für einen Plug-in-Hybrid ist es tatsächlich schon eine ganz ordentliche Hausnummer. Ihr könnt dann auswählen, wie das ist in den... Schön. Sehr schön. Ihr könnt dann auswählen, wie das ist. Soll der Batterieladestatus gehalten werden? Soll der vom Motor weiter aufgeladen werden? Fahre ich rein elektrisch? Fahre ich Hybrid? Das heißt, der bremst, durchs Bremsen und Gas wegnehmen rekuperiert der Motor auch immer. Dann zeigt er auch immer die Schwelle an, wann wie was eingeschaltet wird, wann der Verbrenner läuft oder wann der Hybrid läuft. Und dann seht ihr hier quasi, wie voll die Batterie ist. Die ist jetzt im Prinzip ganz leer. Und dann seht ihr ready. Da seht ihr, das ist jetzt quasi hier die Schwelle, wo der Motor elektrisch laufen würde. Und dort oben wird er den Verbrenner zuschalten. Wenn er unter diese Schwelle geht, dann lädt er die Batterie wieder auf. Er rekuperiert. Durch Bremsen wird wieder Strom in die Batterie eingespeist. Hier habe ich euch das mal gezeigt, wie das ist mit dem Plug-in-Hybrid. Wenn ihr mal Fragen dazu habt, dann haut ihr einfach in die Kommentare. Oder was denkt ihr über Plug-in-Hybride? Was ist eigentlich eure bevorzugte Form der elektrischen Fortbewegung? Seid ihr eher so der Plug-in-Hybrid? Was haltet ihr für Mild-Hybrid? Oder doch lieber rein elektrisch? Sagt uns einfach mal, haut es in die Kommentare. So läuft das bei dem Auto. Ich finde, das läuft ziemlich gut. Offiziell läuft er auch unter dem Namen Volvo XC60 Rechargeable. So, Freunde, wie ihr seht, stehe ich schon wieder da, wo das Auto eigentlich hingehört. Und zwar beim Autohaus Helse in Kastel. An die nochmal vielen lieben Dank, denn von denen haben wir den hübschen
XC60 hier für die paar Tage gehabt. Also vielen Dank. Wir geben den jetzt wieder ab und ich komme jetzt mal zu einem Fazit, was das Auto angeht. Also äußerlich top, innerlich top, passt eigentlich alles. Also gut ausschauen tut er. Man fühlt sich drinnen absolut wohl. Assistenzsysteme klappen. Kaum Elektronikmucken. Infotainment sieht ein bisschen unschön aus, ein bisschen lieblos gemacht, ein bisschen altbacken so. Aber vielleicht noch ein bisschen verschachtelt. Aber ansonsten hat das Auto eigentlich nur Vorzüge, um ganz ehrlich zu sein. Das hier mit dem Plug-in-Hybrid klappt ganz schön. Hilft auch wirklich beim Spritsparen, wenn man seine Fahrweise dementsprechend anpasst. Durchzugsstarker Motor mit einem hübschen Klang. Untenrum Kompressor, obenrum Turbo. Wunderbar eigentlich. Verbrauch ist dann halt wirklich abhängig vom Gasfuß. Fährt man nicht mit dem Hybrid, schafft man es mit angepasster Gaspedalstellung so 7 bis 8 Liter zu erreichen. Ansonsten habe ich eigentlich nichts Negatives über das Auto zu sagen. Das ist wunderbar. Es ist wirklich richtig gut verarbeitet. Sehr hohe Materialqualität, Echtholz, Leder, hohe Komfortausstattung, Fahrwerk angepasst. Tiefere Schlaglöcher oder so weiter, die kommen schon mal durch. Hohe Offroad-Qualitäten. Schlecht Wegstrecken sind absolut kein Problem. Super Offroad-Modus. Empfehlenswertes Auto steht hier für 81.800 €. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Auto kriegt auf jeden Fall ein Like. Top-Auto. Props an Volvo. Ja, das war's dann auch mit dem XC60-Video. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß, dass es euch gefallen hat. Dann lasst ihr einfach ein Like da. Abonnieren nicht vergessen. Shared das Video. Kommentiert. Folgt uns auf Instagram. Roman Last Cars. Und ciao. Bis zum nächsten Video.